Wir sind hier auf der Rigi. Und der Rigi ist ein markanter Punkt, wo wir rund 7-8 Kilometer Wanderweg haben. Ein beliebter Treffpunkt für Wanderer. Und hier oben auf 1600 Meter sind wir eigentlich fast immer an der Sonne. Ich bin der Projektleiter dieser neuen Bahn und beteiligt am neuen Bahnprojekt, das wir hier demnächst starten werden. Also ich habe einmal am 1. August, etwa vor 2 Jahren, noch gesagt, ich versuche ein Modell zu bauen von dieser Bahn. Eine sogenannte Kompaktbahn. Man sieht an den Antrieb, wie er eigentlich dann auch richtig ist. Einzig das Modell hat nur 2 anstatt 3 Stützen, wie es im Original ist. Die Umgebung der Bahn haben meine Frau und meine 2 Mädchen gemacht. Dann die elektrische Steuerung hat der Junior gemacht und die ganze Bahntechnik habe ich gemacht. Es war ein Familienprojekt. Wir sind jetzt 2 Wochen zu zweit hier oben am Arbeiten. Und insgesamt von diesen 10 Arbeitstagen, die wir gebraucht haben, sind wir 6 Tage für Dach und Fassade am Eindecken. Insgesamt haben wir an der Bergstation 400 Quadratmeter montiert. 250 Quadratmeter sind auf dem Dach und 150 Quadratmeter in der Fassade. Das entspricht ungefähr 2180 Platten. Ich arbeite eigentlich gerne mit Preva. Das Gute ist natürlich, das Aluminium ist sehr leicht. Man kann es sehr gut verarbeiten, schneiden, biegen, geht alles tipptopp. Im Endeffekt sieht das ziemlich gut aus. Wir haben einen telefonischen Kontakt bekommen von der Firma Dettling-Wulschläger aus Zürich für die Materialisierung von diesem Projekt. Die Idee war eigentlich, dass wir die Bergstation und die Talstation miteinander kommunizieren, wo dann auch in die Landschaft einpasst, farblich sowie auch technisch gewisse Kriterien erfüllt. Wir sind im Moment am Abschluss der Eindeckungen in der Bergstation. Es ist Ende Oktober. Und meiner Meinung nach passt der Auto sehr, sehr gut in die Landschaft. Was sehr schön sichtbar ist, sind auch Detaillösungen. Es ist alles Naht in Naht ineinander eingefalzt. Es gibt sehr, sehr schöne Geometrien am Gebäude. Ich bin absolut begeistert von der Ausführung. Ich muss sagen, es bewegt mich auch ein Stück weit emotional. Also es ist nicht nur einfach Arbeit, wenn wir so wollen. Es ist doch auch ein bisschen Emotion dabei und ich glaube, das ist das Richtige. Wir sind hier so zwischen Goldau und der Rigi, wo man eben auch mit dem Rigi-Bändchen hier aussteigen, umsteigen und mit der Luftseilbahn in die Rigi-Scheideck raufgehen. Es ist eigentlich dann darum gegangen, für die Luftseilbahn eine Hülle zu machen. Alu ist ein leichtes Material und das ist natürlich auch ein grosses Argument gewesen, dass man da eigentlich mit einem reduzierten Aufwand an Gewicht auch arbeiten konnte. Heute ist eigentlich ein spezieller Tag, weil wir jetzt heute die Bahn eröffnen können. Natürlich ist auch so eine Bahn mit sehr vielen Sicherheitsvorschriften verbunden. Und jetzt am 22. Dezember, also 2 Tage vor Weihnachten, kann es eigentlich fast niemand mehr glauben, dass jetzt die Bahn genau heute noch eröffnet werden kann. Ich glaube, freuen sich alle darauf, dass die Bahn jetzt wirklich genutzt werden kann. Also es ist ein absolut gelungenes Werk. Ich finde es ein wunderschönes Gebäude, sehr einen frischen Auftritt und auch das Ganze, wenn man kommt, ist wirklich, man fühlt sich willkommen hier. Die Seilbahn. Das ist genial. Das ist genial. Wir haben alle Freude. Preva, das Dach, stark wie ein Stier.